Verena, du bist mir schon lange ein Begriff als Innenarchitektin, als Frau, die baut, die sich mit Wohnen, mit allem Möglichen, was der Mensch im Wohnen braucht, auseinandersetzt. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Was sind deine Beweggründe, deine Motivation, Innenarchitektin zu werden? Also ich habe ja das Gymi abgeschlossen mit einer B-Matur in Basel. Und mit einer B-Matur hätte ich ohne weiteres Architektur studieren. Aber ich hatte einen Bruder, der Architekt ist, und er hat mich gewarnt davor, Frauen auf dem Bauplatz haben nichts als Schwierigkeiten. Als Frau sollte ich nicht Architektur studieren. Ich war dort jung und habe geglaubt, was man mir gesagt hat. Und das ist der Grund, warum ich dann die Innenarchitektur angepeilt habe. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn du sagst, angepeilt, ist das eine Lehre gewesen, bist du in die Schule? Wie ist denn dein Ausbildungsweg weitergegangen nach dem Gymi? Also mit dem Gymi, ich wollte dann in Zürich in die Schule, weil es einfach zum mal auch wegkommen, eine andere Stadt. Und ich habe dann als erstes ein Zwischenjahr gemacht nach der Matur, wie als Au-pair ins Ausland gegangen, und dann, als ich zurückgekommen bin, habe ich ein Praktikum gemacht, weil ich ja das vorhatte, die Ausbildung zu machen. Und das Praktikum habe ich in der Wohnhilfe in Zürich gemacht, und durch das habe ich den Beruf eigentlich in Zürich kennengelernt, und dann war es naheliegend gewesen, auch die Zürcher Schule anzupeilen. Und ich musste mit der Matur den Vorkurs machen, wobei die Studenten, die eine Lehre hatten, nicht den Vorkurs machen. Und ich habe diesen Vorkurs nachher als grosses Glück empfunden, weil man hat ganz viele verschiedene Grundlagen gekriegt für verschiedene gestalterische Berufe. Und das war einfach eine Bereicherung ohne Gleichen. Ich wollte immer noch die Innenarchitektur machen nach dem Vorkurs und bin dann auch reingekommen. Ich weiss nur noch, mit dieser Prüfung, normalerweise hat es wenig Frauen im Innenausbau, und wir sind plötzlich 4 die reingekommen sind, von 8, die aufgenommen werden konnten. Das war irgendwie ein Schritt. In welcher Zeit war denn das? Was ist so für ein Klima, auch architektonisch? Was hat man gebaut? Was ist in der Innenarchitektur passiert? Kannst du vielleicht auch ein paar Namen erwähnen? Also einerseits, was in der Welt passiert ist, aber auch deine Lehrer oder deine Kolleginnen und Kollegen? Also das Praktikum habe ich in der Wohnhilfe gemacht bei der Reni Trüdinger. Und Reni Trüdinger ist für mich dann ein bisschen ein Vorbild geworden, also wo einerseits die Leute beraten hat, die in den Laden gekommen sind, aber andererseits auch Möbel entwickelt hat. Und es war damals die Zeit der SAFA, wo alle für die SAFA geschafft haben, und das hat eigentlich eine rechte Zukunftsvision gegeben, was Frauen in diesen Berufen machen können. Das habe ich sehr schön in Erinnerung. Und jetzt muss ich die Frage noch mal fragen. Hast du noch etwas mehr wissen? Also ob du so Vorbilder gehabt hast oder wer hat man so kennt als Architekten oder als Innenarchitekten? Ich habe meine Vorbilder immer in der Nähe gesucht. Ich habe nie so die berühmten Leute als Vorbilder gehabt, später nicht, sondern eigentlich Leute, mit denen ich zu tun hatte, die ich toll gefunden habe und von denen ich immer etwas gelernt habe, und das war eigentlich immer so gewesen. Und jetzt zum Beispiel die Lehrer am Vorkurs, hat dich da einen beeindruckt oder wo du das Gefühl hast, den finde ich gut oder? Nein, das Gesamte im Vorkurs hat mich positiv gedacht. Ich bin so wie meine Schwester, die am gleichen Tag Geburtstag hatte wie ich, nur 7 Jahre vorher, haben wir eine Art wie immer ein Jahr zu gut gehabt, weil wir zu früh in die Schule sind. Mit einem Examen müssen in die Schule. Und dann
habe ich den Vorkurs empfunden, dass das geschenkte Jahr war, das ich bekommen habe. Aber es ist auch klar gewesen, dass man einen Beruf gewählt hat, wo man nachher hätte wirklich arbeiten, um sein Leben zu verdienen. Und freie Kunst wäre eigentlich nie im Fokus gewesen. Ist nie eine Option gewesen. Also du hast den Vorkurs gemacht, das ist ein Jahr gegangen an der Kunstgewerbeschule in Zürich. Und nachher bist du in die Fachklasse. Wie ist denn das gewesen? Oder was hat man dort gefördert? Oder ja, wie ist das? In der Fachklasse oder im Vorkurs? Entschuldigung, beides. Also was für Fächer hast du im Vorkurs und nachher, wo du in die Fachklasse gekommen bist? Also ich bin in den Vorkurs gekommen mit einem sehr schlechten Zeichnungsunterricht im Gymi. Das war so eine Zeit, wo man alles ausprobiert hat, aber ich habe nie richtig gelernt zu zeichnen. Im Vorkurs habe ich dann mal ein bisschen besser gelernt zu zeichnen. Aber meine Entscheidung für diesen Beruf ist nie über das Zeichnen gegangen, sondern die ist gegangen über die räumliche Vorstellung, die ich hatte. Um die Ecken herum denken, dreidimensional denken. Und so bin ich in die Berufsausbildung hinein und bin ja dann Schülerin von Willi Guhl gewesen, was für viele, die später gekommen sind, ein Idol war. Das war eine sehr interessante Ausbildung für mich, die mit einer Gymi-Vorbildung kam, ist nicht immer ganz einfach gewesen. Weil das hat sehr aufs Einfache konzentriert. Aber was mir auch wieder entgegengekommen ist, dass es überhaupt keine technokratische Ausbildung war und auch nicht in einem universitären Ziel angehängt hat, sondern es war sehr praktisch und ich habe das später gemerkt, wenn ich dann im Ausland zum Beispiel geschafft habe, dass man da absolut eine Ebene gefunden hat, mit den Architekten einen Weg zu finden. Ich habe aber neben der Ausbildung an der Kunstgewerbeschule auch noch Vorlesungen an der ETH gemacht. Weil ich hätte eigentlich, wenn ich nicht diesen Beruf gewählt hätte, hätte ich wahrscheinlich Kunstgeschichte studiert. Das ist mir auch sehr gelegen und ich habe mich dann dort noch ein bisschen breiter interessiert und ausbilden lassen. Hast du während der Ausbildung, nicht mehr nach 4 Jahre, oder wie lange ist die Ausbildung? Nein, 3 Jahre. 3 Jahre. Hast du denn da daneben noch irgendwo gearbeitet oder ein Praktikum gemacht oder war es Vollschule? Ich bin während der Ausbildung in ein Praktikum nach Berlin gegangen. Natürlich bevor die Mauer gestanden ist. Habe das Berlin auf eine tolle Art erlebt. Und sonst eigentlich da, ich habe bei meinem Bruder im Büro geschafft und Modell gebaut zum Beispiel. Schon praktisch daneben immer noch ein bisschen etwas gemacht, aber vielleicht kann ich nicht einmal mehr alles erinnern. Wo du dann abgeschlossen hast, wie ist es denn weitergegangen? Hast du dich dann gerade ins Berufsleben gestürzt, bist du reisen oder wie war denn deine Orientierung? Ich bin das erste Mal auf Basel zurück, weil ich ja 4 Jahre lang weg war von Basel und habe dort meinen Berufsalltag angefangen im Büro Steib. Und der Wilfried Steib hat aber gesagt, wenn ich ins Ausland will, soll ich jetzt gehen, sonst gehe ich nie mehr. Und da hat er ein bisschen recht gehabt und hat mich eigentlich gefördert, dass ich mich wieder losgerissen habe. Und ich bin dann auf Dänemark arbeiten, wo damals eine bisschen Leitfunktion hatte für die Innenarchitekten mit ihrer Gestaltungstradition, die sie kannten in Skandinavien.
Wenn ich so auf dein Werk zurückschaue, was du gemacht hast, ist immer das Thema Wohnen im Vordergrund gestanden. Sehe ich das richtig oder ist das erst im Verlauf, ist das schon von Anfang an das Thema gewesen, oder bist du erst im Verlauf deiner Arbeit zum Wohnen gekommen? Nein, das hat schon einen bestimmten Grund. Also, ich bin in einem ganz modernen Haus aufgewachsen. Gebaut im Jahr 1929. Beste klassische Moderne. Ich habe die Raumeindrücke mitgenommen von dort. Das haben die anderen häufig ein bisschen abstrus gefunden, wenn ich gesagt habe, ich bin in gelben Wänden und grauen Türen mit schwarzen Türrahmen aufgewachsen. Ich habe eigentlich die Ästhetik vom Innenraum hat mich nicht mehr so interessiert. Hingegen das Benutzen der Räume. Und von dem bin ich dann schon von sehr früh hat mich das Thema Wohnen beschäftigt und interessiert, wie die Leute wohnen. Also auch wie es organisiert ist, welche Räume sie wie nutzen oder wie sie eingerichtet sind? Nein, wie sie es nutzen. Ich bin ja dann mit dieser Einstellung auch in die Wohnbauforschung hineingekommen in der Schweiz. Als einzige Innenarchitektin habe ich den Innenraum der Wohnung erforscht und auch methodisch entwickelt. Und das ist eigentlich auch eine interessante Zeit, weil ich bin von Skandinavien geprägt und habe dann in Skandinavien die ganzen Studien studieren und die Leute kontaktieren. Ich bin Ende 60er Jahre, Anfang 70er Jahre sehr viel in Skandinavien gewesen. Ich habe eigentlich die wesentlichen Leute dort kennt, die in diesem tätig sind und habe sehr viel von denen gelernt. Und hast du das konkret umsetzen in deiner Tätigkeit? Ich konnte es mehr theoretisch umsetzen. Also, weil für Leute die Wohnung einrichten, das hat mich wieder nicht interessiert. Also, die Innenarchitekten haben ja meistens für reiche Leute eingerichtet. Und ich habe eigentlich das Ambiance von dem sogenannten schöner Wohnen, aber von der Upper Class, die hat mich überhaupt nicht interessiert. Und dann habe ich eigentlich Methoden, wie man in der Schule das Thema Wohnen entwickeln. Habe ich sogar einen Forschungsauftrag vom Bund gehabt. Dann, wie man Wohnberatung machen kann auf verschiedensten Ebenen. Da habe ich als Vorbild wieder Vreni Trüdinger gehabt, die das eigentlich viel früher als ich gemacht hat, vor allem in Winterthur damals. Und das hat mich interessiert. Und da ist natürlich nicht vor allem um Ästhetik gegangen, sondern um Funktion und Stimmung noch damit, ja. Und wie muss man sich das vorstellen, die Wohnberatung? Also, ich habe eine Arbeitsgruppe unter dem Namen Dokumentation Wohnen gegründet, mit dem Bruno Müller, einem Kollegen, der Innenarchitekt ist. Und wir haben zum Beispiel in der Baumusterzentrale eine Wohnberatung angeboten. Wir haben ein Dauerabonnement im Meyers Modeblatt, Wohnberatung anzubieten. Und ja, es hat zwischendurch sicher noch andere Arme gegeben. Aber das sind so die am längsten gegangen sind. Und da hat man eigentlich probiert herauszufinden, was die Leute für Bedürfnisse haben, was sie für Wünsche haben. Und das probiert auf eine sachliche Ebene anzubringen, dass sie mit einem Vorschlag dann rausgegangen sind. Ob sie den da ausgeübt haben, das ist das, was man nicht weiss.
Haben ihr denn das auch in irgendeiner Form verschriftlicht? Oder ist das rein eine Beratung gewesen? Oder gibt's da, haben ihr auch den Leuten etwas mitgeben oder vielleicht nachher irgendeine Publikation? Publikation hat es immer wieder gegeben über unsere Wohnberatungen und so, aber systematische Aufschaffen von dieser Zeit, die habe ich jetzt, steht mir bevor. Könntest du, wenn du jetzt auf dein Arbeiten zurückschaust, vielmehr sagen mir die Leute, was willst du auf die einsame Insel mitnehmen? Was ist dein Hauptwerk oder dein, vielleicht nicht nur eine Umsetzung, sondern vielleicht auch eine Gruppe oder ein Thema? Wo siehst du die da? Also Themen sind für mich die mich wirklich lang begleitet haben, immer das Wohnen gesehen, Textilien gesehen und Schritt für Schritt immer mehr Osteuropa. Und ich habe eigentlich probiert, im Arbeiten diese Aspekte zusammenzubringen. Und die Projekte, die ich zusammenbringen konnte und die dann auch konzeptionelle Projekte sind, die sind mir am meisten ans Herz gewachsen. Und ich kann nicht sagen, eins. Ich habe mal an 3 sind mir so in den Sinn gekommen, wo ich denke, dort habe ich mich einbringen und sind mehr als Innenarchitektur gesehen. Das eine ist die Handart, das Wollgeschäft am Neumarkt in Zürich, wo, nachdem ich Wollenläden in der ganzen Schweiz eingerichtet habe, Zusicherung bekommen, dass wenn ich einen Laden finde, dass ich kann auch sagen, was verkauft wird, wie es verkauft wird, wie es geführt wird, wie Entwürfe gemacht werden. Und die Handart am Neumarkt, die haben wir eingerichtet wie eine Werkstatt und sind alle textile Techniken gewesen, inklusive dem Weben. Es ist ein Webstuhl im Laden gestanden und wir haben Entwürfe gemacht mit einer Gruppe von Textilkünstlerinnen und haben dort eigentlich zum Beispiel, wie es ja viel doch ums Stricken gegangen ist, auch wie die Strickanleitung neu erfunden. Ich weiss nicht, die Leute, die nicht stricken können, das vielleicht nicht nachvollziehen, aber eine Strickanleitung geht linear durch, eins, was man das andere machen muss. Und wir haben das zeichnerisch umgesetzt, also ganz anders erklärt, wie man das machen muss. Und das gibt auch die Möglichkeiten von Anpassungen anders. Und diese Sammlung habe ich immer noch von diesen Anleitungen, die dort entstanden sind. Und das ist dann weitergegangen, das war so erfolgreich gewesen, dass wir dann den Laden nebendran noch mit Stoff gemacht haben. Und nähen und dann haben wir noch eine Schule eröffnen als Ergänzung, wo die Leute können Kurs besuchen für die textilen Techniken. Das ist möglich gewesen, weil damals Schöller gerade zurückgebremst hat mit der Produktion in Zürich und dann hat es Räume gegeben und wir haben das können einige Jahre machen. Das ist mal ein Projekt, wo ich mich sehr damit identifiziere. Das ist natürlich nie ich allein, sondern das ist mit dem Team von meinen Leuten vom Büro oder auch eben Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der Textilbranche gesehen. Schnelle Zwischenfrage. Das Wir, hast du denn, wo du zurückgekommen bist von Dänemark, ein eigenes Büro gegründet oder wie bist du beruflich unterwegs gewesen? Nein, da hat es eine Zwischenphase gegeben, wo ich habe dann eigentlich wieder zurück ins Büro Steib nach Basel, aber mein Posten war besetzt von jemandem, der auch durch mich dorthin gekommen ist. Aber dann bin ich Assistentin, es war gerade ausgeschrieben, die Assistentenstelle am Kunstgewerbemuseum in Zürich. Und die Schule war interessiert, dass ich dorthin komme. Und es war zwar schon alles abgelaufen und so, aber ich habe dann die Stelle bekommen. Das hat sich aber
ich habe dann Ausstellungen gemacht für das Kunstgewerbemuseum, aber das hat sich dann als Nachteil erwiesen, dass mir die Schule reingebracht hat, weil die Erika Billeter, die das geleitet hat sich von der Schule trennen. Eigentlich, das Museum trennen von der Schule. Und da bin ich ein Hindernis gewesen. Dann bin ich wieder auf der Straße gestanden. Und nachher ist das die Vorbereitung von der Expo in Lausanne. Und danach habe ich dort für die Werbeagentur von Victor Cohen können im wichtigen Teil vom Weg der Schweiz eigentlich Ausführung machen und auf den Bauplatz gehen und so. Und das war für mich ein irrsinniger Lehrplatz. Ich habe so viel gelernt dort. Pünktlich sein und dass etwas muss perfekt fertig sein. Es war eine ganz gute Schule. Und nachher habe ich dann angefangen, selber. Also an der Expo bin ich mit dem Jakob Zweifel in Kontakt gekommen, der einen ganzen Sektor gemacht hat. Und nachher habe ich bei ihm geschafft und habe dann von ihm nachher den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, indem er gesagt hat, er gibt mir Auftrag. Das ist dann eigentlich nie so weit gekommen, aber ich bin dann dort gewesen, mit einer Mitarbeiterin habe ich angefangen. Ich glaube, im 67 etwa war das gewesen. Also hast du doch gute Erfahrungen gemacht auf der Baustelle, trotz der Unkenruf von deinem Bruder. Es hat nur 2 Frauen auf dem ganzen grossen Bauplatz von der Expo 64 gegeben. Das war eine Frau vom Fahnenturm. Das war eine dabei und ich. Und es hat so viel, es war ein weiter Weg auf die Baustelle und mit all den italienischen Arbeitern, die dort geschafft haben und so, bist du als Frau natürlich freiwillig gewesen, fast. Und dann hat mich aber das Architekturbüro ein bisschen unter die Fittich genommen, dass ich bei ihnen zu Mittag essen und so. Also das ist das mit den Textilien, die Handart. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das hat mich geprägt oder ich habe das geprägt? Ja, eigentlich ein zweites Beispiel. Also es hat einige Beispiele, aber ich habe jetzt einfach gefunden, das ist später gesehen, das ist in den 80er Jahren gesehen. Da habe ich also eigentlich im Auftrag von der SBB, die haben eine Stiftung für eine Feriensiedlung in Engadin, im Unterengadin, in Scuol. Und das ist typisch, wie man zu einem Auftrag kommt. Dort hat die Frau vom Präsidenten der Baukommission gesagt, sie würde die Einrichtung machen. Und der Ueli Huber, der damals schon bei der SBB war, hat dann mehr reingeschubst, weil er so die Sicherheit hatte, dass das professional angehen wird. Und das ist ein Bau von Max Kasper, sehr ein schöner Bau. Und dort habe ich eigentlich meine Vorstellung vom Ferienmachen in der Schweiz, was sollte ganz einfach sein. Können über die Möbel einsetzen, dann die ganzen Möbel entwerfen, die ganzen Materialien bis zum Hausrat, wo wir also eingerichtet haben, im Geschirr, die Pfannen und so, eigentlich die Vorstellung vom einfachen Ferienmachen in der Schweiz. Und dennoch hatte ich die Möglichkeit, dass man auch den künstlerischen Schmuck bestimmen konnte. Und ich bin mit Beobachterbildern aufgewachsen. Daheim, die haben ja immer auf dem Titelblatt Schweizer Kunst gehabt und habe dann hier mit denen, die Beobachterbilder sind auch als Separatdruck rausgekommen, habe mit denen den Wandschmuck gemacht in diesen Wohnungen und diese Wohnungen haben dann den Namen vom Künstler gehabt. Und das ist, glaube ich, heute noch so. Also mindestens das letzte Mal, als ich mal reingeschaut habe, ist das noch so. Und
habe gefunden, dass er volkskulturelle Order hat. Und ich habe dann auch können über also sie ist eine Stifterin, die das der SBB vermacht hat, die irgendwie so zufrieden war mit der SBB als Bahnkundin und hat dann können eigentlich die Information über und die Einrichtung auch in den Räumen an die Wand hängen, also informieren. Und mir ist immer daran gelegen, dass man das, was man gemacht hat, auch vermitteln kann. Und das finde ich dort eigentlich ein Beispiel. Das ist jetzt so viel von dieser Siedlung, das ist x-mal publiziert worden und ist eigentlich ein gelungenes Projekt gsi, das man ausführen konnte. Es war für mich der weitest entfernte Bauplatz, den ich je hatte. Wie heisst die Siedlung nochmal? Die heisst Julie Schäfer Siedlung, also Stiftung. Die Stiftung hat einen Namen gehabt und die Siedlung ist in Squall. So ein bisschen wie eine Klosteranlage. Und das dritte Beispiel, das vielleicht eine unglücklichere Wendung dann genommen hat, ist, dass ich das Restaurant Troika im Amtshaus 5 einrichten. Und das Amtshaus 5 hat ursprünglich einen Kaffee mit dem Namen Troika gehabt, der dann nachher abgeändert worden ist. Das Troika ist aus der Zeit vom Roten Zürich, wo man Sympathien zu Russland hatte. Und wir haben dann das vorgeholt wieder und die Umnennung gemacht wieder auf Troika. Eigentlich etwas, was dort war, ist wieder rausgebracht. Und die ganze Gestaltung dann auf dem modernen Russland aus den 30er Jahren basiert. Und da sind wir einfach falsch in der Zeit gelegen. In den 90er Jahren hat niemand so etwas wissen von Russland. Wahrscheinlich wäre das heute schon wieder ein bisschen anders. Aber das hat dann existiert, 2-3 Jahre. Und es hat einfach zu wenig Anklang gefunden. Und dann haben sie jetzt irgendein italienisches Pizza-Beiz nachher daraus gemacht. Und die Richtung und die ganze Idee dahinter ist natürlich nur noch in den Publikationen vorhanden. Stichwort Publikation. Du hast ja nicht nur gebaut und eingerichtet und beraten, du hast auch viel geschrieben. Ich habe sehr viel geschrieben. Ich glaube, der Grund war der, dass es nicht viele Innenarchitekten gegeben hat, die schreiben können. Ich habe mit meiner Kombination mit dem Gymi und Sprache habe ich einfach einen anderen Zugang gehabt. Und habe dann bei vielen Zeitschriften mitgeschafft. Und jetzt bin ich selber erstaunt, wie viel ich geschrieben habe, wenn ich das jetzt eigentlich schaue auf die Liste. Was sind so die grössten Herausforderungen gsi, denen du begegnet bist in deinem Arbeitsalltag? Also die Herausforderung habe ich nie empfunden, dass ich als Frau so etwas gemacht habe. All denen, die das wollen von mir wissen, habe ich mir einen Korb gegeben. Aber ich denke, eine gewisse Herausforderung war, die Architekten zu überzeugen, dass Innenarchitektur einen Mehrwert bringt. Und ich habe ja lange, mehr als 20 Jahre unterrichtet in Winterthur in der Architekturschule und ich denke immer wieder, die Architekten hätten am liebsten gehabt, das Fach hätte ein Architekt unterrichtet, weil ich eigentlich einen anderen Aspekt hineingebracht habe.
mir ist die Nutzung der Räume wichtig gewesen. Und nicht nur die Nutzung, sondern die Belebung der Räume und die Spuren der Benutzer. Dass man die akzeptiert in einem Raum. Und das ist für die Architekten manchmal schwierig zu verstehen gewesen. Sie haben eigentlich als Endprodukt von ihrer Planung ist immer ein Gebäude gewesen, das fertig ist mit der Eröffnung, und für mich ist das weitergegangen. Für mich ist die Innenarchitektur ein Prozess, der irgendwo in der Geschichte anfängt, also wie jetzt zum Beispiel mit dem Troika, dass man forschen, wie das einmal war, und wo der jetzige Zustand, wo man plant, eine Zwischenstation ist und die Zukunft sich wieder verändern kann, eben auch mit den Spuren der Benutzer. Und das den Architekten überzubringen, ist nicht immer einfach gewesen. Und ich bin immer der Meinung gewesen, wir bauen die Häuser weiterbauen. Also wir haben nicht, wir können ein bestehendes Haus nehmen und dort drin etwas machen und dann weiterbauen, im Sinn, wie das möglich ist. Und als Endprodukt habe ich eigentlich gefunden, die Räume müssen eine Seele haben. Etwas ausstrahlen, etwas vermitteln, wo die Leute, die drin sind, vielleicht auf Ideen bringt oder sie beeinflusst mit Zufriedenheit und so. Das ist mir eigentlich am Wert gewesen. Und eben, das ist nicht immer einfach gewesen, zu vermitteln. Also das Zusammenbringen von der Architektur und dem Mensch über das Mittel von der Innenarchitektur? Ja. Das ist eines der grossen, ja, so wie soll ich sagen, Aufgaben gewesen, die du dir gestellt hast und die du hast können einlösen. Gibt es auch Sachen, wo dir nicht gelungen sind oder wo du meinst, das hättest du mal gerne gemacht? Ich bin ja sehr international tätig gewesen, vor allem über die Berufsverbände. Und das war eine ganz bereichernde Zeit für mich. Und ich habe viele Leute im Ausland kennt, viele Leute auch daheim besucht, weil die Innenarchitekten sind nicht so reich im Allgemeinen. Das heisst, wir haben nie in einem Hotel gewohnt, wenn wir zusammengekommen sind, sondern bei den Leuten daheim. Also ich habe das sehr gut kennengelernt und ich habe mir eigentlich immer vorgestellt, ich hätte gerne einmal eine Schweizer Botschaft gemacht, zum Beispiel. Aber dort sind einfach die Entscheide anders gelaufen und ja, für mich wäre eine Botschaft nicht unbedingt jetzt mit noblen Räumen gewesen. Also für mich hat das Diplomatenwesen auch ganz andere Qualitäten noch. Das Einzige, was ich machen konnte, ist in Straßburg die Räume von der Schweizer Delegation am Europarat. Das konnte ich mal machen. Aber Botschaft bin ich nie dazu gekommen. Tust du heute die Situation der jungen Innenarchitekten und Innenarchitekten verfolgen? Ja, ich habe auch viele Junge, die sich für mich interessieren und ich mich für sie. Also die Praxis von der Innenarchitektur, die hat sich natürlich in dieser Zeit sehr verändert. Ich hatte immer ein kleines Büro, aber doch haben wir die Verantwortung für die Mitarbeiter. Man hat erwartet, dass man die Leute anstellt, die ganzen Sozialleistungen bietet
und man hat ziemlich ein Büro müssen auftun, um das Ganze zu leisten. Auch zum Teil mit Arbeitsbewilligungen, wenn jemand von außen gekommen ist. Und also meine Generation, ich nehme an, das bin nicht nur ich, sind da wie reingepurzelt. Wir haben nie gelernt, ein Büro zu führen. Das hat man also nur mit dem Machen dann gemacht. Und ich habe dann später, wenn ich mit Jungen geredet habe, also etwas sagen, die haben sich abgesichert bis zum geht nicht mehr, sich Kurs besucht, wie sie können lernen, mit dem umgehen, wo eigentlich die Sicherheit wollen. Die haben wir nie gehabt. Ich habe nie die Sicherheit gehabt. Ich habe auch nie viel verdient, aber ich habe das Büro korrekt geführt und heute ist es natürlich so, eben, wenn jemand so ein Büro will oder sogar nur, wenn sie selbstständig anfangen wollen, die Absicherung, die totale, oder sonst ein Zusammengehen für gewisse Projekte, freie Gruppen für gewisse Projekte, was ich eine tolle Möglichkeit finde, wo einfach viel freier und lockerer angehen werden, aber es gibt natürlich niemandem eine Sicherheit auf eine längere Zeit. Das, denke mir, ist vor allem ein Unterschied zu früher. Und punkto Ausbildung, also du hast ja noch die Ausbildung an einer Kunstgewerbeschule gemacht und heutzutage sind das ja Hochschulen, Fachhochschulen. Findest du, es geht in eine gute Richtung oder es fehlt denen ihren Architektinnen etwas? Also, ich habe nicht einmal ein Diplom bekommen damals. Ich habe ein Abschlusszeugnis von der Schule. Das hat mir lange. Man hat, glaube ich, später ein Diplom reinholen, aber das habe ich nie gemacht, weil ich das blöd gefunden habe. Aber mit eigentlich dem, dass man an der Kunstgewerbeschule Zürich die Ausbildung gemacht hat, hat man einen gewissen Rucksack gehabt, mit dem man weitergehen konnte. Und beim Willi Gul ist natürlich die Erfahrung gesehen, dass man durch seine eigenständige Art an Projekt zu gehen, dass man ein Ziel erreicht hat durch das, aber man hat auch seine Art der folgen. Also man hat nicht können andere Aspekte hineinbringen. Und heute, wo die Studierenden so Modulaufbau haben, wie sie ihr Studium können formen, gestalten, ist das natürlich eine total andere Welt. Vielleicht hat die mir zum Teil fast eher entsprochen. Aber ich muss sagen, es reut mich überhaupt nicht, dass ich beim Willi Gul in der Schule bin. Ich habe einfach das gelernt. Und was ich auch gelernt habe, ist die Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Schule, wo die meisten praktische Lehre hatten. Ich bin eine absolute Vertreterin vom dualen Bildungssystem und vertritt das noch heute durch alle Böden durch. Es ist ein Thema hier letztens. Ich bin Mitglied beim Europäischen Kulturparlament, wo man dort zusammengekommen ist und dann ist es um Kreativität in der Ausbildung gegangen und dann habe ich das eigentlich dargelegt, unser Schweizer Beispiel vom dualen System. Und nachher sind Professoren aus vielen Ländern zu mir gekommen und haben gesagt, es sei genau richtig, was ich gesagt habe, das fehle bei ihnen total, was sich mehr einem universitären System angeschlossen haben. Und hingegen, was mir dunkt, was
für mich ein Verlust ist, heute ist, dass durch die Digitalisierung, wo immer mehr gekommen ist, merke ich, dass die Leute wieder Bezug zum menschlichen Maßstab verloren haben. Wir haben noch alles so gemessen im Raum, also wie es auf den Mensch abgestimmt muss werden. Und heute haben die Leute nicht mehr die Vorstellung vom Maßstab. Das finde ich sehr schwierig. Wie kann man das lernen? Eigentlich nur durch die Praxis. Durch die Praxis oder durchs Reisen und einfach wirklich mit den Leuten und mit den Innenräumen im Kontakt sein? Also was auch mir aufgefallen ist, dass durch das, dass man heute so eine Bilderflut hat und eine Flut von Informationen, dass man die Leitbilder viel weiter weg sucht. Also irgendwelche Berühmtheiten, wo man sich als Leitbild wegschustert und auf das geht und dass die Wahrnehmung vor Ort, wo ich der beste Lehrmeister finde, sehr gelitten hat unter dem. Also lernen, rumlaufen und schauen, wie es hier ist und die Leute beobachten und das ist in meinen Augen immer noch die beste Basis, um nachher etwas zu planen. Also etwas, was dich auch charakterisiert, ist, dass du einen extrem guten Kontakt hast zu Leuten von verschiedenen Sparten in verschiedenen Ländern. Das macht dich und dein Arbeiten doch aus. Ja, also da hat es dann auch Phasen gegeben, wo ich das eigentlich stark realisieren konnte. Ich bin ja bei der IFI, hatte ich das Präsidium gehabt, und nachher haben wir beschlossen, das heisst, das ist eine Kreation von Pierre Vago von Paris gewesen, wo von UIA, vom Architektenverband gekommen ist, dass man eine Koordinationsgruppe bildet zwischen den Berufen, die mit der Umwelt, mit der gestalteten Umwelt zu tun hat. Und ich habe ihn dort unterstützt und sehr viel geschafft für das. Wir haben auch internationale, interdisziplinäre Seminare machen. Das erste war in Georgien, in Tbilisi, 1980. Ich bin also dort auch sehr früh in die Sowjetunion gekommen. Es gibt Leute, die noch vorher dorthin gekommen sind, aber ich habe eigentlich die Erfahrung und ich habe noch Freunde von dieser Zeit, die verhebt hat und das Denken, das hat mich dann schon sehr geprägt. Und ich habe jetzt gedacht, dass jetzt die Koordinationsgruppe, das war immer ein Problem gewesen, weil was schon schwierig ist mit nationalen Verbänden, das dann noch mit internationalen zu machen, das ist also eine Sisyphus-Arbeit gewesen, aber es hat mich auch in sehr interessante Situationen hineingebracht und das in der Schweiz zu machen, ist eigentlich immer ein gutes Beispiel gewesen. Wenn wir etwas zusammen machen wollten, sind wir zusammen einen Kaffee trinken und haben über das geredet. Das haben sie in Frankreich nicht können. Dort ist alles offiziell geschehen. Und aber so das Vernetzen von anderen Zeiten, anderen Orten, das ist natürlich die Basis gelegt worden mit der Gimmi-Ausbildung, weil das lernt man, das haben vielleicht die anderen nicht unbedingt so gelernt. Das lebe ich jetzt noch weiter mit dem Kontakt, habe ich dann mit meinen Osteuropa-Reisen, die ich etwa während 10, 15 Jahren organisiert habe, auch praktisch davon profitieren und ich habe eigentlich sehr früh immer angefangen, die Arbeitssituation mit einem Vergnügen zu verbinden. Das habe ich immer können.
Da haben mich viele Leute einfach beneden, dass ich das so ohne Problem gemacht habe. Und darum sind das auch sehr langfristige Beziehungen. Aber das Denken von dem, denke ich, ist jetzt vielleicht, dass ich das jetzt eben mit einem so einem Buch, das auf meinem Nachttisch liegt, von Wassily Grossmann, Leben und Schicksal, das ist vielleicht das beste Buch, das ich je gelesen habe. Ich bin aber erst so weit, weil das ist wie ein zweites Leben, das man hat mit dem. Das ist der Zweite Weltkrieg aus russischer Sicht. Kritisch, fantastisch geschrieben, hart auch, aber es ist Weltgeschichte und ich finde es jetzt vielleicht mehr in der Literatur als besonders zu Corona-Zeiten, wo man ja nicht einmal mehr reisen kann. Ich wohne eigentlich mit Gegenständen, die alle eine Geschichte haben. Und ich habe selten neue Sachen gekauft. Ich habe Biedermeier-Möbel und den Teppich von meiner Grosstante geerbt, weil ich die Jüngste war und noch keinen Haushalt hatte, als sie gestorben ist. Ich habe das Buffet und mein Schlafzimmer ist von unserem Haus in Riechen, wo ich meine Mutter in die Familie hineingekommen ist, hat machen lassen. Das halte ich in Ehren. Das ist 30er Jahre Basler Geschichte. Ich habe den Tisch von meiner Tante, wo die Schwester war von Paul Artaria, vom Architekt, und wo der Paul Artaria für sie, wo sie geheiratet hat nach Neapel, die Möbel gezeichnet hat, die sie mitnehmen konnte. Und die sind irgendwie wieder zurückgekommen. Die sind jetzt ein bisschen verteilt bei uns in der Familie. Aber diesen wunderbaren Tisch habe ich hier und darf ihn brauchen. Und es hat aber auch ganz unscheinbare Sachen, wie das Tischli, wo auch von meiner Tante ist, Tessiner Tischli, ganz ein einfaches. Oder es hat andere Tischli, wo wir festgestellt haben, dass die zusammengesetzt sind aus alten Brettern. Und die ganze Geschichte konnte ich einmal schreiben, weil sie mich gefragt haben, für das NIKE von der Schweizer Denkmalpflege über Tisch zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe so viel über Tisch geschrieben, nur das nicht. Dann habe ich gesagt, ich schreibe nur für euch, wenn ich über meine Tisch schreiben kann. Und dann habe ich meine Tisch studiert und allen die Geschichten übergebracht und mit dem eigentlich die Aussage gemacht, dass Möbel können Geschichten haben und in meinen Augen auch sollten Geschichten haben. Und Geschichten erzählen.